Hat das irgendwas mit diesen Kisten auf sich? Ja, die versperren mir den Durchgang. Okay, ich speichere mal lieber, nicht, dass ich jetzt hier nicht mehr zurückkomme. Da ist auch nichts Spannendes für mich dabei. Es könnte vielleicht ein bisschen glitchy sein, was ich da gemacht habe. Deswegen gehe ich mal lieber wieder. Oh, such den Quinn. Hey. Hey. Warum ist denn da so nah, um diesen blöden Aufzugsknopf zu benutzen? So, what's the story? Just got off the horn with the commander. She says you got something for me to take a look at. Prosthetic eye, one of Burke's. We needed to get past a retinal scan, but it's useless like this. Aye, without an active neural connection, it might as well be an expensive paperweight. May as well put a gobstopper in front of the scanner for all the good that thing will do you. Solutions, Quinn. Think you can handle this? Lad, I may be just a mechanic, but I'm also the only thing keeping this whole bleeding facility from sinking into the abyss. Think I can manage a simple optic frequency bypass. Just let me get me tools. Right. So that's it now. You got the eye. Sorry it took a little longer than expected. Nearly break the damn thing once or twice. New TYM firmware and such. Now don't go fucking around with it. It's only got a limited lifespan due to the temp power source I rigged. It's only good for one use. Got it? This is pretty impressive work for a mechanic, Quinn. What's that supposed to mean? There's more to old Quinn than meets the eye. No pun intended. You wouldn't be the first fool to underestimate my know-how. Well, there's more to this job than just a simple battery swap. I saw you modifying the BIOS. This is state-of-the-art hardware and software. You're not just a mechanic. You're a hacker. What are you going on about now? Ain't nothing you couldn't pull off with a degree in computer engineering and a little elbow grease. Come off it now. We ain't got time for this. Ja, doch, ich habe noch ein paar Fragen. Is it supposed to be moving? Aye. Bloody creepy that is. Try not to pay it any mind now. Thing's stuck in calibration mode. Trick is, I got it thinking it's plugged into a new host. And by rewriting the system diagnostic checks, it'll keep trying to connect without detecting anything amiss, which in turn keeps it alive in a manner of speaking. Fucking brilliant piece of engineering work, if I don't say so myself. Ja, ohne den Untertitel hätte ich kein Wort verstanden davon. Why only one use? Without being hooked up to a proper battery, like your brain. The voltage spike from a single scan will trip the surge protectors, shutting it down to prevent further transmissions. It's a redundant safety mechanism built into the optic nerve to prevent frying your noggin in a dorsal ventral feedback loop. Short of putting the thing in your own head, which I ain't exactly equipped to do, there's no way around it. Besides, I think the commander preferred this way. Okay. Well, hopefully this thing works. It'll work just dandy so long as you don't do something stupid like drop it. And it ain't a bloody webcam. So don't try using it to spy the knickers up someone's skirt. Du bist... Wem denn? Hier hat keiner einen Rock. So. What are you buying? Ja mal, ich habe ein paar Sachen zu verkaufen. Ein Bier zum Beispiel. Was bringt mir denn Burke's Revolver? 2000! Crazy shit. Der ist teurer als das Sturmgewehr. So, hat der noch geilen Stuff für mich? Hey, ich habe neues Bier. Was du nicht sagst. Ist wohl meins. Naja. Satisfaction guaranteed. Unless of course you fuck it up yourself. Ja, natürlich. Darf ich jetzt gehen?
Boah. Gut, dann... Moment, falsch. Warte mal, scheiße, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich hier gehen muss. Hier rein, genau. Hier rein durch den Lüftungsschacht. Genau, hier durch. Moment. So. Dann scannen wir mal wieder. Activating security scan. Biometric data assembled. Subject recognized. Access granted. Gut. So, warte mal. Nee, halt. Hier. Ah, ist eingepackt. Schade. Eine individuell gefertigte Variante der I-No-Netzhautprothese. So, ich gehe wieder schön langsam. Wir haben's ja nicht eilig. Oh, guck mal. Usain Bolt. Uff. Uiuiui. So, einmal hier durch, dann habe ich das Gröbste hinter mir. Sagt sie es eigentlich jedes Mal, wenn der Typ vorbei, wenn der Roboter vorbeifährt? Meint sie, der würde die befreien? Und ich frage mich gerade, ob meine Taskleiste, meine Quick-Slot-Leiste vorhin auch schon so leer war. Interesting. So, jetzt wird mich gleich die Troller wieder voll labern. Soll sie doch bitte mitnehmen. Okay, ich warte noch eine Umkreisung. So.
Sehr gut. Quick Save. Scan. Activating security scan. Biometric data assembled. Mittlerweile findet sich halt auch nichts Neues mehr in diesem Raum. Was sich irgendwie Subject recognized. Access granted. angucken könnte, dann will ich nicht. Ja, da steht sie schon wieder. Storage Room. Morgue. Ich glaube, die Morgue hat man noch nicht gesehen, außer das war das Ding da ganz hinten. Kann natürlich sein. Can't keep me caged up here like some animal. Access granted. Okay. Oh, wir sind... Oh, wo sind wir denn hier? Jensen, it's Keitner. Where are you? In a well-concealed elevator inside the prison's restricted wing. Your gun-running neural engineer deserves a raise. I take it the eye worked then. Good. Now listen, if what you say is true, if Burke really is using the prisoners here as lab rats, I need proof. Hard evidence that I can take to Interpol. An entire prison full of kidnapped civilians isn't enough? You're an ex-cop, Jensen, you tell me. How many death row inmates crying on about their innocence have you seen getting out? Point taken. I'll see what I can find. Moment, bevor ich hier jetzt rausgehe. Oh, es geht noch weiter. Hm. So, gleich. Dieses Ding, dieses U-Boot, das haben wir heute schon mal gesehen. Fuck, ich weiß nicht mehr wo, aber das war irgendwo, ist das als schematische Zeichnung rumgestanden. Auf einem Bildschirm. War das in dem Silo? Ja, das könnte sein. Na, wenn ich Zeit, jetzt beim Schneiden denke ich wahrscheinlich nicht dran, aber vielleicht ist mir dann eingefallen. Naja, gucken wir mal. Was tut dieses Ding? Und wo sind die Typen? Ach, Quatsch, falsche Taste. Und wo sind die hin? Die können ja nicht einfach weg sein. Unterwasserkomplex sind hier. Beweise zur Wiedergabe an Interpol finden. Der Basis gründlich durchsuchen. Okay. I'm sorry. So sorry. Don't hurt me anymore. Please. Please don't leave me like this. No hope. Ist das der Ehrewirbelsäule? Bitte nicht. Nothing to do but kill me. Beg you. Tut mir leid, kann ich. Nothing to do but kill me.
beg you. Can't take anymore. Want to die. Be free. Noch eins. Wo ist es denn hier? Inventar. Was steht hier jetzt drauf? Ja. Mondbasis, Omega. Aha. Wir haben auch die Rifleman Ranch, Omega Ranch Dings. Gary, ich habe etwas auf dem Bordcomputer erhalten, dass Sie sich anmelden. Woher kriegt er das? Aha. Was ist das? Will ich wahrscheinlich gar nicht wissen. Zeitung. Oh, das ist was Neues. Heaven. Page. Shit! Da steht hier einer. Holy fuck, das habe ich ja gar nicht gesehen. Fuck, da steht hier. Da steht ja die hier Cavendish rum. Heaven steht allen offen. Page Industries hat seine Pläne zum Bau der ersten dauerhaften kommerziell genutzten Weltraumstation Heaven beschleunigt. Der orbitale Urlaubsort wird 12.000 Gästen Platz bieten und über zahlreiche 5-Sterne-Restaurants und Hotels verfügen. Erwarteter Preis für eine Übernachtung 10.000 Credits. Köpfe der Biotech-Industrie debattieren über Ethik. Die wissenschaftliche Ausschuss für Biotechnologie und Ethik in der wissenschaftlichen Förderung, IAB, hat Pläne für eine Konferenz Anfang nächsten Jahres angekündigt, bei der vor allem das Problem und die Zukunft der mechanischen Augmentierung gesprochen werden soll. Der Ausschuss hat dabei 3 spezifische Ziele, erklärte Christian Hope, Präsident des Instituts für Biotechnik der Universität Gent und Kommissionsleiter des IAB-WF. Erstens eine ehrliche und offene Debatte über aktuelle Praktiken in der neurothetischen Forschung. Zweitens gründliche und vorwärtsschauende Analysen der Zukunft der Mensch-Maschine-Schnittstellen. Und drittens die Bewertung aktueller Trends und Studien zum Thema weniger invasive Augmentierungstechnologie. Die Ankündigung des IAB-WF erfolgt im Zuge einer wachsenden Empörung der Öffentlichkeit über Augmentierungsberufe und die Forderung nach einem UN-Mandat zur Regulierung der Industrie. So, dann gehen wir jetzt ein bisschen sneaky vor. I'm sorry. So sorry. So. Don't hurt me anymore. S-U-L-P-K-T. Was ist das denn für ein Passwort? Ernsthafte Bedenken. So cold. Mr. Page, die Lage in Rifleman Bank ist nicht hinnehmbar. Ich verstehe, dass wir in bestimmten Rahmen eine Verantwortung gegenüber Bell Tower für unsere Forschung auf diesem Gebiet haben. Aber die Methode rechtfertigen nicht wie auch immer geartete Erfolge, die wir möglicherweise erzielen. Ich bin nicht einmal davon überzeugt, dass ihr letztendliches Ziel sich mit dem vereinbaren lässt, wofür ihre Organisation steht. Falls ich sie da richtig einschätze. Ich habe darüber ein langes Gespräch mit Gary geführt und ich glaube, dass er meine Meinung teilt. Es muss einen anderen Weg geben. Wir töten hier Menschen. Ich verstehe Ihre Bedenken, Tiffany, mehr als Sie denken. Der Verlust von Leben ist tragisch. Aber das ist letztendlich notwendig. Wir müssen in die Zukunft schauen. Und dabei rede ich nicht von 15 bis 20 Jahren. Das Projekt ist von größter Bedeutung für die unmittelbare Zukunft. Die Überwachung von Omega erfordert unfassbar viel Rechenleistung. Und Heaven steht kurz vor der Veröffentlichung. Und dann gibt es noch die geothermalen Stationen. Nur OCM kann die Kapazitäten dieser Operation auch nur annähernd bewältigen. Ich weiß, es mag herzlos scheinen, diese Interessen über Menschenleben zu stellen, aber diese Projekte werden noch weitaus mehr Leben retten. Ich beschäftige mich auch noch mit anderen Lösungen. Und wenn Rifleman Bank keine absehbaren Verbesserungen hervorbringt, brechen wir das Projekt ab und schlagen einen neuen Kurs ein. Ich habe darüber auch schon mit Gary gesprochen. Ich glaube, er teilt meine Meinung. Aber wir müssen an einem Strang ziehen, wenn wir etwas erreichen wollen. Im Moment haben Sie recht, ganz ohne Zweifel. Die aktuellen Zahlen und die Verluste sind nicht akzeptabel.
Aber ich will gar nicht daran denken, wie es wäre, niemanden wie sie im Team zu haben. Niemanden, der die menschliche Seite der Gleichung im Blick behält. So sorry. Mir ist klar, dass ich ihre Zweifel nicht restlos zerstreut habe. Das wäre auch nur möglich, wenn ich sie darum bäte, gegen ihre Natur zu handeln, ohne Mitgefühl für diese Leute völlig zu ignorieren. Stattdessen bitte ich sie, bei uns zu bleiben und dieses Mitgefühl einzusetzen. Sie sind unser Gewissen, Tiffany. Wir brauchen sie. Gary braucht sie. Bitte. Halten Sie durch. Und wie oft habe ich Sie schon gebeten, mich Bob zu nennen? So cold. Page Industries. Page Industries sagt mir noch überhaupt nichts. So. Flüchtling Kiwi. So. Sind Sie dort? Sind Sie schon gelandet? Nein, bin noch im Boot. Was Neues von Ihrer Schwester? Sie sagte, sie würde dort sein. Sandra ist verlässlich. Gary, ich glaube, ich kann das nicht länger tun. Wovon reden Sie? Sie wissen, wovon ich rede. Punkt, Punkt, Punkt. Ich bin zurück, bevor Sie merken, dass ich weg war. Wenn ich Bob davon überzeugen kann, dass das hier eine Sackgasse ist. Was hier abgeht, ist... Er ist ein Monster, Gary. Es ist eine Sackgasse. Und selbst wenn nicht, würde es nicht rechtfertigen, was wir diesen Frauen antun. Ich wünschte, wir wären niemals zu VL gegangen. Versa-Life wahrscheinlich. Das ist nicht, wofür ich mich gemeldet habe. Tiff. Ach, das ist Tiffany, Flüchtling Kiwi. Okay, das ist nicht Bobs Schuld. Wir sollten Ordnung in das Projekt bringen. Und wenn das nicht geht, glauben Sie wirklich, Sie werden es einstellen? Wenn wir eine Alternative finden, schon. Reed oder Nano? Sie wissen, was ich für das vielversprechendste halte. Halten Sie einfach noch ein bisschen durch und keine großen Aktionen. Wird gemacht, Boss. Reed. Die Forschungen für die Schnittstelle an Patient Zero, von dem wir immer noch nicht wissen, wer es ist. Und dem ich immer noch glaube, dass es möglicherweise wir sind. Tiffany, ich bin gerade dabei, eine Materialanforderung für die nächste Testreihe. Ah ne, das habe ich schon gelesen. Und was sagt hier Maxwell? Liebe Grüße, geheim. Ende. Hier. Jerry, ich weiß, ich habe gesagt, dass ich diesen Gefallen nie einfordere. Aber ich brauche wirklich deine Hilfe. Du bist nun schon einige Jahre bei Belltower. Welche Möglichkeiten hast du, eine Personalakte einzusehen? Namentlich die von Peter Burke. Das ist viel verlangt, aber du kennst mich. Ich würde das nie fragen, wenn es nicht absolut notwendig wäre. Umarme Kathy und die Kinder, Tiffany. Meine Güte. Tiffany, ich weiß, dass du mich Katie vorgestellt hast. Aber ich kann großen Ärger bekommen, wenn ich diese Daten ansehe und erst recht, wenn ich sie dir schicke. Bitte, lösch und vergiss das alles, nachdem du einen Blick drauf geworfen hast. Ich weiß nicht mal, ob es dir überhaupt helfen wird. Zumal es so aussieht, es sei jetzt bereits überarbeitet worden. Von wem, weiß ich nicht. Wer ist dieser Kerl? Ein Geheimagent? Übrigens, wo bist du? Können wir uns nicht alle mal treffen? Die Kinder haben schon nach Tante Fanny gefragt. Liebe Grüße, Jay. Okay. Subjekt, Nationalität, Alter. West Point hat angefangen, dann in Pendleton. MOS 01317, SSP, was auch immer das ist. USMC, erste Aufklärung, unehrenhafte Entlassung. Okay. Belltower Associates, warum auch immer, für was auch immer, bei irgendeinem Projekt. Persönliches Projekt, charismatische Führungspersönlichkeit, ja, auf jeden Fall. Eiserner Wille, fähig zur Geheimhaltung, detailorientiert und methodisch, weiß ich nicht. Hat anscheinend deutlich sexistische Tendenzen, offensichtlich. Ärztliche Untersuchung. Systemische Augmentierungen, aktuelles Sentinel-Modell, moderne Thermalpanzerung, Augenschädel-Augmentierungen, andere. Künstliche Skelett-Neumodellierung, Strukturierung, vor allem nicht Schädel, mit experimentellen C-Nanoröhrchen. In der Jerry Maxwell, Personalabteilung, Belltower Associates. Okay, hier ist nichts. Ja, hat er das gespeichert? Ja. Can't take anymore. Want to die. Be free. Okay.
IS Rock, SPTA. I'm sorry. So sorry. HQ, Don't TS5, hurt TS3, me TS6. anymore. Iron Computer Project. Oh, 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 oh. Ach so. Ah. Oh Gott. Das ist der Panchaya. Und da hinten ist Omega wahrscheinlich. Systematisches Denken. Die menschliche KI kann eine Maschine wie ein Mensch denken. Seit den späten 90ern haben sich die Versuche der Wissenschaftsgemeinde, eine Art Biocomputer zu entwickeln, von ehemals reiner Science-Fiction in ein durchaus erreichbares und realistisches Forschungsziel verwandelt. Stellen Sie sich einmal ein künstliches Biogehirn vor, das sich selbst reparieren, umprogrammieren und vielleicht sogar auf besonders fortgeschrittenem Niveau seine eigene Struktur den zugeteilten Aufgaben anpassen können. Die Entwicklungen im Bereich der Neurobiotechnologie haben der Konstruktion von Nanosystemen Tür und Tor geöffnet, die mittels genmanipulierter Komponenten organischen Schnittstellen zu der Rechenkapazitäten einer traditionellen Computerarchitektur verhelfen. Bereits jetzt existieren Prototypen, die der Gehirnstruktur von niedrigen Nagetieren und Hunden nachempfundene Zellmustervariationen verwenden. Die Anwendung dieses Verfahrens auf den Menschen ist nicht nur möglich, sondern könnte im Erfolgsfall auch zu einer radikalen Evolution der Denksysteme führen. Okay, was ist das OP-Kit? Im Unterwasserlabor gefundenes OP-Kit, das einige Dosen Morphium enthält. Okay, was kann ich damit jetzt anfangen? According to Commander Burke, initial field tests are positive. Operatives report function within expected parameters. Never mind the cost. Da ist schon wieder so ein Iron Computer. Ach, Hydra wahrscheinlich oder sowas. Hydra Computer Project. Das ist hier bei dem Mobiles. Das ist hier. Can't take anymore. Want to die. Be free. Aber hier nicht. Hm, okay. I'm sorry. So. So sorry. Aber. Wir gucken heute nicht mehr, was uns. Ich wollte gerade Kowalski sagen, ich weiß nicht warum, was uns hier hier die Doktor. Deren Namen ich jetzt tatsächlich vergessen habe. Fuck, wie hieß sie? Keine Ahnung. Der Name ich vergessen habe. Was die uns zu sagen hat, das werden wir erst morgen feststellen, beziehungsweise morgen in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, macht's gut. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao.